most wonderful slide I've ever seen. I should prepare a QR code for that. Meanwhile. Yeah. So it's a multiple. You can pass it 2 times. Okay. Different answers. That is why. Everything 2 times? Or what? See, probably we had it like that we asked them again. Why? Makes absolutely no sense. Keep it out. I'm so lost now. What is I think we'll reach up to here today, right? Yeah. What is slide 19? It's on. Memory address, right? What are the answers? Test, Test, hallo. Wir sind Jerry und Leon von der QSL. Wir führen heute diese Evaluation durch. Ihr werdet anonymisiert Feedback geben können und eventuell auch konstruktive Kritik. Dafür müsst ihr den Link da oben, der da steht, eingeben und auf der Website den Code, der darunter steht. Ist die Code case sensitive oder? What? Die Code 2W5UN ist case sensitive. Muss man groß? It doesn't matter actually. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Von uns war es das eigentlich schon. Die Leute haben jetzt 10 Minuten Zeit.
Okay. So, ich denke, dass wir weitergehen können. So, zum Erst muss ich auch eine Information zu mitteilen. Zusammen, so die Fakultät Informatik und die Fachschaft Informatik haben zusammen ein Programm, sogenanntes Mentoring-Programm, eingeschafft. Sie können auch das Programm auf Moodle gucken. So, es ist für Ihnen, für Sie, die Klausur vorzubereiten und die Information weiterzugeben. Ja. Ja, also ganz konkret geht es darum, dass in den nächsten Tagen 2 Veranstaltungen vom Mentoring stattfinden, zu Klausurzetteln vorbereiten und zur Prüfungsordnung, glaube ich. Dazu stehen die Details bei uns im Moodle-Kurs ganz oben drin, auch der Link vom Mentoring. Wenn ihr da Interesse habt, klickt da einfach rein. Ja, dann gehen wir weiter zum Rechnerstrukturen. Can we increase the sound a bit? Ja, so, Mikrofons, alles gut. Jetzt, so, bisher haben wir schon meistens die Dinge vom Informatikbereich schon gesprochen. Darstellung, Übertragung, nein, noch nicht. Darstellung haben wir vom den ersten Teil Rechnerstrukturen schon gesprochen. Und Speicherung würden wir nächste Woche weitergehen. Übertragung würden wir in 2 Wochen weitermachen. Und diese Woche machen wir ein bisschen die Tat über Verarbeitung von Informationen. Wir haben die Instruction Set Architecture schon gesprochen. Das ist einfach diese Sicht vom Programmiert vom Prozessor. Das ist sogenannte externe Architektur. So, wir können jetzt verstehen, wie wird den Prozessor anzustellen. So, welche Befehle gibt es? Mit welchen Befehlen können wir Daten laden, speichern und die Daten vom Register bearbeiten. Aber wir haben noch nicht genau die Realisierung vom Prozessor schon gucken. Diese ist sogenannte interne Architektur und Microarchitecture. Und diese sind die Realisierung mit Register-Transfer-Strukturen und ganz genau, wie wird die Inhalte von Registers in andere Register transportieren. So, das wird noch einmal über Auto gucken. Die externe Architektur ist, wie wird von draußen zum Auto zu inspizieren. Und auch wenn wir über Kisten gucken, dann sehen wir bisher, wie viele Möglichkeiten gibt es, um eine Kiste zu machen. Und jetzt müssen wir ganz genau die Inhalte von Auto in interner Architektur gucken, sodass wir vielleicht auch die Kisten öffnen und die Inhalte von Kisten inspizieren können. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen Komponenten, Hardware-Komponenten, sodass wir die interne Architektur verstehen können. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Dinge, zuerst Decoder, dann Multiplexer und dann ALUs, dann Register, dann Speicher, Multiple-Speicher, dann können wir weitermachen. Ja? So, Decoder. Wir brauchen zum Beispiel ein paar Decoder, sodass wir die richtige Adresse zugreifen können. So, hier ist ein Beispiel von ein Außen-Decoder.
So, wir haben ein Bit von einem Bitvektor und dann sollten wir am anderen Bitvektor dekodieren. So, man kann einfach so verstehen, für ein Aus-N-Decoder, es bedeutet, es gibt nur ein Ausgabe, sodass diese Funktion bestätigt ist. So funktioniert ganz genau für Adressierung. So zum Beispiel, wenn M 3 ist, wenn M 3 ist, dann haben wir 3 Bits hier. Bekommen wir hier 3 Bits. So, 3 Bits. Und dann nochmal. So, wir haben hier 3 Bits. Dann X ist entweder nur 1, nur 1, 1, 1, nur, 1 nur und 1, 1, 1. Es gibt zusammen 8 Möglichkeiten und die erste Möglichkeit ist nur, die zweite ist 1, die dritte ist 2 und weiter. Was wir hier machen ist, dann machen wir nur, so f von nur ist einfach nur 1, f von nur 1, dann ist nur, dann nur 1 nur, f von nur 1 nur, ist nur 1 nur, und dann f von nur 1 ist nur 1 nur. Okay, was sehen wir hier ist das. Hier bekommen wir einen Bitvektor mit m Bit und hier bekommen wir ein Bitvektor mit 2 hoch m Bits. Okay? Und dann von dieser, es gibt nur ein einziges 1, der 1 ist. Okay? Und diese 1 ist die Binärkodierung von diesem Bitvektor x. So, was bedeutet hier ist, wenn wir eine Adresse kodieren bei x zugreifen möchten, dann bekommen wir die genaue Adresse, die wir aktivieren sollten. Okay? An welcher Bit, an welcher Adresse sollten wir die Daten zugreifen. Das ist der sogenannte Decoder. Okay, so diese Decoder benutzen wir ganz oft, aber Sie sehen diese Decoder in unserem Schema nicht. Was brauchen wir mehr oft ist Multiplexer. Sie haben schon Multiplexer in Übungen schon geübt. Hier gibt 2 auf 1 Multiplexer hier als Beispiel und 4 auf 1 Multiplexer als Beispiel. So, für Multiplexer bekommen wir ein Part Eingänge und ein Part Control Bit. So, hier, wenn wir 2 Eingänge haben, dann brauchen wir ein Control Bit. Wenn wir hier 4 Eingänge haben, dann brauchen wir 2 Control Bits. Wenn wir 8 Eingänge haben, dann brauchen wir 3 Control Bits. So, wenn hier dieser Control Bit 1 ist, dann der Eingang von A1 würden wir hier in Ausgang setzen. Wenn wir hier die 2 hier gucken, dann wird hier auch zum Beispiel 2 Bits aus 1 einsetzen, dann würden E3 hier aus Ausgang setzen. Wenn wir dort Control Bit 1 nur setzen, dann ist E2 aus unser Control Bit setzen. Das haben wir schon geguckt. Dann, wir wollen auch Arithmetik, addiere arithmetisch und logische Einheiten, auch sogenannten
ALUs, Arithmetic Logic Units. So für ALUs, man kann Addition, Multiplikation, Division, Subtraktion und alles Dinge mit Arithmetic, Logic und Addieren machen. So, deswegen brauchen wir ein Logic Component. Diese Logic Component brauchen wir zwei Eingaben, x und y. Und die zwei sind Bit-Vektoren, ja? Nicht ein Bit. Und dann bekommen wir Kontrollsignal. Diese Kontrollsignal können wir hier gucken. Man kann sagen, dass wenn Control nur ist, dann ist es logisch und wenn Control 1 ist, dann hier ist logisch out. Wenn Control 2 ist, dann hier ist eine Addition, x plus y. Wenn Control Signal 6 ist, dann ist hier Subtraktion. Und hier ist nur ein Beispiel. Und in dieser Ausgänge bekommen wir das Ergebnis x etwas mit y. Okay? Dann bekommen wir diese als unser ALUT. Und wir haben auch Register schon gesprochen. Für Register brauchen wir auch Taktung, so Takt und Daten und Control. Für Control sollten wir gucken, oder wir nur um das Register zu lesen, sodass wir im Register zu schreiben. Und dann bekommen wir im Ausgang die Daten vom Register. Und was brauchen wir hier ist das, es ist immer Takt. Wir haben schon früher schon gesprochen, wenn es Takt gibt, dann schreiben wir im Register oder lesen wir die neue Datei vom Register. Wir haben ein bisschen dort schon gesprochen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Taktung zu realisieren. Man kann mit Franken, man kann diese mit Franken Taktung machen. Es bedeutet, wenn wir hier einen Takt haben, hier ist das ist positiv Franken, positiv Franken getriggert. Und hier ist negativ Franken. Ja? So die zwei, so dieser gehört zum 1 hier, positiv Franken, und dann hier gehört zu negativ Franken. Es gibt auch andere Möglichkeit, dass wir einfach die 2 gucken, dann ist hier 1, so hier ist 3, das ist Payout. So it depends on how you want to trigger that. You can trigger that when you change, or after you change, or at the end of the change. Okay. So die 3 sind für heute egal, sind vom Mittwoch ein bisschen wichtig, aber nicht vielleicht ganz wichtig. Also ist nicht, wir werden nicht ganz genau da gucken, aber es gibt die 3 Möglichkeiten und man kann im Entwicklung die 3 Möglichkeiten an verschiedenen Stellen benutzen, sodass man ein bisschen Zukunft sparen. Aber ansonsten, was wir verstehen sollten, ist einfach das, es gibt Takt und wir haben schon früher das Konzept Takt gesprochen. Und wenn das Takt kommt, können wir etwas bearbeiten. Und dieser Takt gibt
zusammen 3 Möglichkeiten sind. Dann, das war Register. Dann, wenn wir ein paar Register zusammen lassen, dann bekommen wir einen Speicher. Und solcher Speicher ist natürlich fast gleich wie Register. So, es gibt Tagdaten, Control und Eingangsdaten, Inputdaten und Outputdaten. Und dann bekommen wir jetzt eine zusätzliche Adresse. So, diese Adresse bauen wir, sodass wir die richtigen Register von unserem Speicher zugreifen können. Okay? Und natürlich zwischen dieser Adresse und Speicher brauchen wir Decoder. Dann bauen wir die genau indexen, welche Register wir zugreifen sollten. Aber in unserer Darstellung, ich würde einfach die denkodiert ausnehmen. So, wir stellen diese Ein- aus N-Adresse-Decoder immer aus, sodass wir ein paar einfach Strukturen gucken können. Wenn wir mehrere Ports von unserem Speicher lesen möchten, dann können wir auch einen Multiport-Speicher machen. Das bedeutet, wir können mehr als ein Port von unserem Speicher gleichzeitig im Eintakt lesen. Okay? Das werden wir später noch genau gucken. Diese sind unsere Komponenten von unserer internen Architektur. Gibt es Fragen? Wir haben meistens schon früher schon gesprochen. Hier ist nur eine genaue Übersicht, was wir schon früher kennengelernt haben. Aber benutzen wir auch diese Strukturen. Wir gucken noch einmal diese Strukturen. Decoder, wie ich schon gesagt habe, machen wir fast nehmen wir schon ganz von unseren Strukturen aus. Dieser ist unser Multiplexer. So, vom Multiplexer bekommen wir ein bisschen in diese Richtung und in diese Richtung. Ja, so jetzt haben wir 4 Eingänge und dann 2 Control-Bits und ein Ausgang. In dieser Richtung gibt es immer nur ein. Und hier, wenn wir zum Beispiel N-Ports haben, dann brauchen wir noch 2 Input-Control-Signale aus Multiplexer. Dann bekommen wir ALU. Für ALU haben wir 2 Big-Vektoren aus Eingängen und haben wir ein Controlled Big-Vektor für die genau ALU-Signal, ALU-Funktion und bekommen wir eine Ausgabe um Z. Und dann bekommen wir Register und Speicher und auch Multiple-Speicher. Gleiche Symbole. Rechteck. Okay, gut. Dann was bauen wir hier? Wir sollten diese Komponenten benutzen, um einen Prozessor zu entwickeln. Das ist nicht so ganz schwierig. Wir haben schon ein paar Befehle schon kennengelernt. Was bauen wir hier ist, das ist eine erste Semestervorlesung. Wir mussten eine Mikroarchitektur erzeugen, sodass wir diese interne Architektur verstehen können. Natürlich, wenn wir über solche Hardware-Entwicklung gucken, es gibt verschiedene Optimierungsziele, zum Beispiel Kostenminimierung und dann Leistungsverbesserung. Aber dann
wir sollten auch diese Verifikation genau gucken. Das bedeutet, für jede Befehl, wir sollten nachweisend erzeugen, sodass die Mikroarchitektur den Befehl richtig ausführen kann. Und natürlich, das ist wieder zu viel für diese Vorlesung. Für diese Rechnerstrukturen-Vorlesung gucken wir nur nicht so ganz genau. Wir werden eine Mikroarchitektur entwickeln, sodass wir die Basis verstehen können. Okay? So, das ist nicht am besten. So, this is not the best design. This has nothing to do with the real design. This is only a hypothesis design or hypothetical design that we can all understand the design in this part. Okay? Is that okay? So if you are interested in designing a real processor, don't use this one. There have been other processor designs you can find. And nowadays, no one designs a processor from scratch. Okay? Gut. So, wir haben hier zwei Teile. Oben hier ist Steuerwerk. Das Steuerwerk muss man am Ende die richtige Information im Datenwerk oder Database hier anliefern. Was bedeutet das? Wir haben ein paar Control-Signalen und Control-Bits zu erzeugen. So, wir sollten uns entscheiden, ob wir das Register schreiben oder nicht schreiben. Sollten wir das Register einfach lesen oder sollten wir das Register schreiben? Wenn wir über Multiplexer gucken, dann müssen wir uns auch entscheiden, welcher Eingang müssen wir in Ausgang weiterleiten. So, solche Informationen müssen wir im Steuerwerk programmieren, sodass wir die richtige Datei und die richtige Funktion zu realisieren. Ist es klar? So, es gibt zwei Dinge. Oben ist Steuerwerk, unten ist Database. Und dann, wenn wir hier gucken, es gibt ein Part Register, ein Part Registerfile und auch ein Part Data und auch ein Part Multiplexer, ein Part ALU. Dann habe ich eine Frage hier. So, wie viele Multiplexer befinden sich in dem Strukturdiagramm? Wie viele gibt es? Multiplexer. Only from the schema, okay? If they are internal multiplexer, they are not counted. Yeah? We only count the multiplexer on the table. Okay, dazwischen musste ich dann ein bisschen erklären. So, hier bekommen wir ein Programmcounter. So, das ist ein Register. Okay. Dann
hier haben wir ein Instruction Memory. Das ist ein bisschen kompliziert. Das ist ganz genau zusammen ein Registerfile von Register, aber lesen wir einfach diese Adresse vom Program Counter und dann bekommen wir zusammen 32 Bits und dann können wir die 32 Bits in diese verschiedenen Felder codieren. So, es gibt zusammen 7 Bits hier und dann hier ist 5 Bits, hier ist 5 Bits, hier ist auch 5 Bits, hier ist zusammen, wie viele Bits? So, 30 plus, so hier ist 4. Oh. Nein, 10 plus 12. I'm lost now. 7 plus 5 plus 5 plus 5. 22. Dann hier bekommen wir auch 4 Bits. Hier. Ja, ich habe keine Ahnung. So, wir gucken später, was dieses Feld bedeutet. Und dann kann man auch zusammen 32 Bits einfach benutzen. Dann was können wir hier sagen ist, dann für diese 5 Bits, das ist es gibt die 2 Register. So, wenn wir 2 Quellenregisters haben, dann bekommen wir die Adresse von die 2 Registers. So, das bedeutet, hier ist unser so, Source Register, was ist anderes? Hier ist auch AS und hier ist AD, unser Zielregister zu schreiben. Und dann, was wir schreiben mussten, dann können wir später in andere Richtung. Dann, es bedeutet, hier ist unser Registerfile. So, es gibt zusammen 2 Ports, die wir gleichzeitig lesen können. Es gibt nur ein Port, die wir schreiben können. Und dann, wenn wir 2 Ports haben, wenn wir 2 Ports gleichzeitig lesen können, bekommen wir die 2 Ausgaben hier von Datei 1 und Datei 2. Und dann gibt es ein Ding hier, das ist ein Multiplexer. Dieser Multiplexer sollten wir uns entscheiden, ob wir die Datei von hier benutzen und die Datei von hier benutzen. Okay? Dann sehen wir zuerst ein Multiplexer. So, da marke ich mit einer anderen Farbe hier. So, dunkelblau. So, hier ist ein Multiplexer. Dann sehen wir ein ALU. Dann bekommen wir auch hier Datei. So, für diese Datei bekommen wir die Adresse und dann können wir uns entscheiden, ob wir an diese Adresse schreiben möchten. So, diese Datei ist für uns auch Speicher. Und dann am Ende können wir, sehen wir auch andere Multiplexer, okay, wie wir entscheiden, ob wir die Datei vom Speicher benutzen und die Datei von ALUT benutzen sollten. Dann wird an dieser Zeit gucken, dann sehen wir andere Multiplexer hier. Deswegen zusammen haben wir vielleicht dann 3 Multiplexer. Okay, gut. Okay, so, dann gucken wir noch einmal, was bedeutet es. Für diese Data Path haben wir zusammen 3 speichert. So, zuerst bekommen wir Instruction, so Befehle. So, vom Textsegment lesen wir hier. Und dann bekommen wir Registerfile.
Diese Registerfile haben wir schon im RISC-File schon geguckt. Es gibt zusammen 32 Register zusammen mit einem Programmzeiler. So, wir haben diese Programmzeiler hier und die anderen 32 Register, x0 bis x31 hier in dieser Register speichern lassen. Und wenn wir diese Datei, die Datei vom Datasegment benutzen möchten, dann bekommen wir von diesem Dateisegment. Es bedeutet, wir haben zusammen 3 verschiedene Speichermodule: Instruction Memory, Data Memory und Register File. Okay. Gut, dann wir haben ein ALU, wir haben ein paar Dinge und die zusammenzusetzen. Dann was können wir gucken, dass es gibt auch 2 verschiedene Teile von Database. Dazwischen bekommen wir Laden und Ausführungsbefehl. Am Ende sehen wir diese Verarbeitung, Veränderung nur am Programmzeiler. Okay, dann wir würden mit diesem Diagramm die Befehle, die wir schon vorstellen, zu implementieren. Was jetzt wichtig ist, dass wir sollten die Ausführung von Befehlen ein bisschen Strukturen machen. So, was machen wir hier in dieser Einführung ist mit sogenannter Mikroprogrammierung. Und mit Mikroprogrammierung machen wir mit verschiedenen Mikrooperationen von jeder Befehl. So, wenn wir einen Befehl ausführen möchten, zuerst müssen wir den Befehl laden, so fetch, und dann gucken wir, welcher Befehl dieser Befehl ist. Das bedeutet, wir sollten genau die 7-Bit OP-Code in RISC-File gucken, ob dieser Befehl Start Word, Load Word, Registeroperation, Branch-Befehle oder Jump-Befehle ist. Dann, wenn wir die genauen Befehle verstehen, dann können wir weiter in verschiedene Branch ausführen. So, hier sehen wir diese Memory Address Translation. So, mal. Dann gucken wir, es gibt diese Store Word und Load Word. Dann müssen wir zuerst die Zieladresse oder die Query-Adresse berechnen. Dann bekommen wir die Adresse. Dann können wir die Datei laden oder die Datei speichern. So, die 2 Möglichkeiten. Dann können wir weiter mit Registeroperation. So, zum Beispiel logisch Operation, Addition, Multiplikation. Wir bekommen zusammen 3 Register. Wir addieren, wir benutzen zuerst die Arithmetik und logische Operation an die 2 Query-Register. Und dann können wir das Ergebnis dort etwa zu schreiben. Und dann schreiben wir das Ergebnis in die Zieladresse. Branch, Befehle, dann berechnen wir zuerst die Zieladresse. Und dann, wenn die Bedingung erfüllt ist, springen wir in die Zieladresse. Ansonsten bleiben wir gleich wie früher. Das Programmzeiler ist nur die Programmzeiler, die aktuelle Programmzeiler plus 4. Jump-Befehle werden wir am Ende diskutieren, das wir dort implementieren.
So, was können wir genau gucken? So, Fetch. Es gibt zwei Mikrooperationen, auch hier. So, am Fetch machen wir zuerst diese Programmzelle auf 4 und dann setzen wir zuerst die Adresse. Okay? Und dann bekommen wir diese Decoder, gucken wir, welche Register, welche Befehle es ist, dann können wir die anderen Befehle dort machen. Okay? Dann ich werde in nächsten Folien über diese Mikrooperations genau erklären. Zuerst Fetch. So, Fetch ist ganz einfach. Was wollen wir, ist das. Wir machen zuerst PC auf PC plus 4. So, dann ist unser Programmzähler. Dann bekommen wir hier ein Konstant 4. 4 plus Programmzähler. Dann schreiben wir einfach hier zurück. Okay? So. Das bedeutet jetzt, wir sollten noch einmal über das Kontrollsignal gucken. So, was bedeutet jetzt? Diese schreiben wir gar nicht. Ich benutze eine andere Farbe. So, das bedeutet, wenn wir gucken, diese schreiben wir gar nicht. Diese Alu-Control brauchen wir gar nicht. Diese Alu-Source hier brauchen wir auch gar nicht. So, gar nicht. Entschuldigung. Hier brauchen wir kein Control. So, es ist egal. Und aber an dieser Multiplexer Branch müssen wir nur auswählen. Das bedeutet, hier soll nur sein. Okay? Gibt es Fragen? Dann haben wir dort schon gemacht. So, wir laden einfach den Befehl in dieses Register und dann wir erhöhen die Programmzelle auf 4. Das war's für Fetch. Dann dekodieren. Können wir die 7 Bits zum Steuerwerk. Das ist auch fertig. Okay? So the first 2 steps are basically simple. The first step says that you add the program, you increase the program counter by 4, and then load the instruction to an instruction register. The second step says that you fetch the 7-bit opcode to the control, what's that back? The control work. So then you basically get the control work to identify which steps you have to do next. Okay, so dann bekommen wir jetzt die richtige Operation, die wir weitermachen können. Dann wir haben die 7 Bits schon benutzt, dann haben wir die anderen zusammen Dinge dort zu gucken. Es gibt die zusammen 16 Bits von unserem Register und andere 10 Bits, die wir aus anderen Funktionen benutzen können. Okay, so MAR, Memory Address Computation. So, wenn wir Datei vom Speicher laden möchten oder Datei im Adresse speichern möchten, brauchen wir zuerst die Adresse. Okay, so welche Adresse brauchen wir? Gucken wir zurück. Es gibt diese Load-Wort und Store-Wort.
So für Lotwort bekommen wir diese 5 Bits von unserem Zielregister, nein, Entschuldigung, Query-Register, Register Source 1. Und dann, es gibt zusammen auch 12 Bits vom Offset. Okay, das bedeutet, wir sollten die zwei Dinge zusammen benutzen, um die Zieladresse zu berechnen. Und dann, es gibt unser Zielregister. Wir sollten die Adresse von den zwei Dingen berechnen und dann am Ende haben wir die Datei von dieser Adresse und speichern wir in diesem Register. Das bedeutet für uns, für Lotwort, müssen wir die richtige Adresse von den zwei Feldern berechnen. Von Storewort müssen wir diese zusammen noch einmal 12 Bits in unsere Adresse mit unserem Source Query Register zu berechnen. Okay? So, das bedeutet, jetzt hier ist das, dann was wir machen, zum ersten diese Memory Address Translation. So, wir brauchen dieses Register AS1. AS1 bekommen wir von diesen 5 Bits. Okay? Und dann, natürlich, wollen wir auch die anderen 12 Bits von unserem Immediate. Entweder von hier oder von die zwei zusammen. Okay? Dann, es bedeutet, wir können diese Dinge mit Immediate Generate zu benutzen. Dann bekommen wir die zusammen 12 Bits Immediate. Okay? Dann bekommen wir die Datei hier und diese Immediate hier. Dann sollten wir die zwei in unser Alud setzen. Und dann addieren wir die zwei zusammen und dann bekommen wir die Adresse. Okay. Diese Adresse zu schreiben oder zu lesen, bekommen wir am Ende hier. Okay, gut. Any question? So, dann habe ich eine Frage, glaube ich. Can you check whether... So, wenn wir über Lotwort gucken, welcher Wert wir in der Alud berechnen. Seems that there is a bug here. Okay. So this x is supposed to be something else. It's 0, 1, right? Don't care. Start. Don't care. This is start.
If you look at VHDL, this is don't care. It means that it's 0 or 1. Depends on which one you want to use, lot word or store word. So the essential question is that, what does this guy do? Because we know that for here we get the register from register 1 or from RS1, right? So this is the content we want to use. The question is, what is this? So this is from this part, and it has to go back to our definition in RISC-V. RISC-V, if you do the lot word, you do that in the scale of extension, a half word extension, means that the last bit doesn't matter. It's not the last one, because this is not going to work. The immediate has only 12 bits. You need to do the sign extension. So sign extension of the 3, according to the specification of RISC-V, you would have to do a half word extension. So that means that one of these two with a 0 at the end is correct. And the first one is correct. Yeah? Okay? I'm a bit confused. Wait a second, did I lock that? Do we mark the correct answer or not? No, it's before the left shift, right? It's not going through the left shift. Okay. So this is a wrong implementation or what? The memory accesses must not be half-word aligned. Only instructions. Okay. I'm super sorry about what I said. Wait, I'm sorry about what I said. So I was lost about the whole instruction. Sorry. So my explanation was completely wrong. Okay, sorry for that. And thanks for rescuing me. So the half word boundary in RISC-V is only for the target address when you want to jump to. Has nothing to do with lot word and store word. For lot word and store word, we directly calculate the address. So there's no half word boundary, and there's no extension at the end of it. So if you look at that, then among the answers, those that had something at the end with a 0 half word extension, this is wrong. Then the second one, the last one, the third one here in the list, you use the target address
the serial address to add something is not correct. So you take the sign extension of the immediate of the 12 bits so that you get 32 bits, and then you add them all together. So, sorry for that. Sorry, I'm too lost about sometimes on this as well. Okay, good. So sometimes it's difficult to do this, that you talk about the slides once a year, and then there are so many different things in the specification, and it's easy that you just lost your memory, or lost your mind about the explanation. Apologize for that. Okay, so this is the address. Dann bekommen wir hier diese Alu. So, was bedeutet jetzt hier ist das, wenn wir einfach noch einmal hier gucken. Was haben wir hier ist das, an dieser Multiplexer sollten wir Eingang 1 auswählen. So, diese Alu-Source ist dann 1. Und dann die Frage ist, welche Alu-Operation wir dort benutzen können. So, diese Alu-Operation habe ich schon früher erklärt. Wir können Addition, Subtraktion, Multiplikation, logisch Operations dort machen. Dann, welche Dinge brauchen wir von dieser Alu-Operation? Wir bekommen Load Word, Store Word, Branch equals to und andere Typen, zum Beispiel Addition, Subtraktion, logisch und logisch out. Die wird genannt, um Register zu arbeiten. Für uns, diese gewünschte Alu-Operation ist einfach Addition, Subtraktion und out für diese Befehle. Es bedeutet, wir brauchen zusammen 4 Bits, Entschuldigung, 4 verschiedene Operationen, dann brauchen wir 2 Bits. Dann brauchen wir 2 Bits, um diese verschiedenen ALUT-Control-Signale zu steuern. Codieren ich einfach nur für Addition, nur 1 für Subtraktion und 1 nur für logisch und Addition vom Register-Typen in andere Dinge hier. Die können Sie direkt im Register machen. Okay, dann, es bedeutet, wir sollten hier diese ALUT-Operation mit nur codieren und für die anderen brauchen wir gar nichts. Okay, dann, jetzt haben wir die Adresse richtig berechnet. Und dann habe ich auch eine Frage. Okay, so glauben wir gar nichts. Das sollten wir nicht weiter fragen. This was a question asked by students last year, so we just asked everyone in the class. So I think we continue with the next one. Okay, so dann haben wir die richtige Adresse schon berechnet. Wir sollten die Datei vom Speicher laden. So, hier ist unsere Adresse zu laden. Ja? Dann, wenn wir etwas laden möchten, dann müssen wir einfach die andere Seite gucken. Dann bekommen wir die Datei hier. Okay, dann müssen wir weiter dort liefern. Und am Wort sollten wir die Datei liefern. Das ist das Zielregister. Das bedeutet, wir sollten jetzt hier in dieser Register-File schreiben. Und schreiben wir in dieses Register die Datei von hier. Das bedeutet, hier das Signal ist 1 und dann müssen wir hier dieses Kontrollsignal, wir lesen diese Datei und dieser Memory-to-Register Multiplexer
ist von 1, nicht von 0. Und dann dieses Kontrollsignal müssen wir anliefern. Okay, das ist Load. Und Storeword, das ist das Gegenteil. Jetzt bekommen wir die Adresse, die wir schreiben mussten. Dann schreiben ist vielleicht einfacher. So, dort welche Datei müssen wir schreiben. So, wir sortieren die Datei von AS2 hier einliefern. Und dann schreiben wir einfach hier. Das bedeutet, wir schreiben in unser Data-Register und dann die anderen brauchen wir gar nicht. Ja? So when you don't need to write to a signal, you can put 0. And for the multiplexer, if it's irrelevant, you don't have to put anything there. Okay? Das war's für Load-Word und Store-Word. Dann machen wir weiter mit Register-Operationen. Das bedeutet, wir haben 2 Query-Register und ein Zielregister. Wir berechnen zum ersten temporäres Ergebnis von Register AS1 und AS2. Und dann bekommen wir das Ergebnis in unser ALU. Und dann machen wir weiter in AR2 das Ergebnis in Register AD zu schreiben. Bedeutet, wir bekommen die 2 Register. So, die 2 Register, eines ist AS1, andere ist AS2. Dann bekommen wir die 2 Dateien. So, und andere von hier. Das bedeutet, wir sollten Register nur auswählen. Okay? Dann jetzt wir gucken, welche Funktion diese Befehle wir wirklich brauchen. So, es ist Addition, Subtraktion und andere Möglichkeiten. Dann setzen wir direkt zu dieser ALU. Und es bedeutet, dieser ALU-Controller hat 2 Stufen. So, zum ersten codieren wir, ob wir nicht hier, noch nicht. Aber wird diese Load-Word, Store und Branch Equals dort machen mussten, ob jemand direkt die Information, die wird in Befehle codieren. Okay. Dann liefern wir direkt die zusammen Möglichkeiten in diese ALU-Controller und dann bekommen wir das Ergebnis in Register-Operationen. AA1 ist hier. Wo bin ich? Ja. Okay? Gibt es Fragen hier? So, was brauchen wir hier? Ist einfach dieser Multiplexer, sollten wir nur setzen. Und ALU-Operation sollten wir aus 1 Uhr einsetzen. Dann AA2 schreiben wir das Ergebnis von ALU in das Zielregister. So bekommen wir dieses Ergebnis. Dann, das bedeutet, dieser Multiplexer sollte nur Zeit. Und schreiben wir die Datei direkt hier. So, das ist 1. Bekommen wir das Zielregister hier. Okay, das geht. Dann machen wir weiter mit Branch. Branch, es gibt auch 2 Dinge, 2 Mikrooperationen. Zum ersten berechnen wir die okay, zuerst gucken wir, oder zuerst gucken wir, ob die Bedingung erfüllt ist. Und dann springen wir in das Zieladresse, wenn die Bedingung erfüllt ist. Okay?
Dann, es bedeutet, wir bekommen die zwei Register AS1 und AS2. Aber man kann natürlich die zwei antauschen. Ne? AS1 und AS2. Dann können wir die zwei vergleichen. So, branch equals to. Wenn die zwei gleich sind, dann ist die Bedingung erfüllt. Branch not equals to. Wenn die zwei nicht gleich sind, dann ist diese Bedingung erfüllt. Over wir branch equals to, branch not equals to, branch whatever. Dann müssen wir in diese Feld codieren. Aber ansonsten, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann ist diese ALUD 1. Ja. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann ist das Ergebnis von ALUD nur ist. Okay? Good. I'll repeat this again. You can encode a lot of branch conditions in this instruction. Which condition you actually need is coded in this loss bit. Now you take RS1 and RS2, you compare them. If the condition holds, then the ALUD would output 1. Otherwise, the ALUD would output 0. Okay? So that means that in the next iteration, we would set this to 1, and then we would continue to put the edges. So now we know that if this is 1, and then branch is 1, what we are going to do is that we would check. We know that the condition fulfills, and the next instruction is going to be loaded from the target address. Otherwise, we will continue with the current instruction. Okay? So, that's a question, a quiz. So we have an instruction, branch equals to. If xa is equal to x9, then you would jump to the edges, offset by 8. So verkeerd bij verder adressen wir nach branch equals to ausgeführt, wenn x8 und x9 gleich sind. Let's look at the format. If the content of these two registers are the same, then the program counter is assigned to the program counter plus the assigned extension of immediate half word with 32-bit extension. So this was a mistake I made earlier in explaining the memory address calculation. Otherwise, the program counter is increased by 4. Ah, forgot to put the studio, sorry. So we put a multiple solutions, and I would explain that later. My multi-choice, sorry, yeah. So which address is correct? Where do you plan to jump to?
So before we do that, what is this one? Sign extension immediate. Append it with 0. So it will be this. So now we have the immediate is encoded as 0x, basically 0, 0, 8. In total 12 bits. Now let's do it. So basically it's 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Right? Okay, so now with this assumption, immediate and 0 will give us 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Am I out of boundary? Not yet, hopefully. So, But it should only be 11 bits of the immediate, whatever. and ja, so. Dann wir gehen weiter. So, dann bekommen wir diese 4, dann diese 4. Ja, mit sign extension of 32 bit. So, das bedeutet, diese Zahl ist nur x. So, 32. So, I have to write correctly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Okay? So that means that PC plus this sign extension is actually zero x 0, 0, 4. Okay? Good. Any question for this? If okay. Good. Now I have a question to the students here. What is our current program counter? Let's look at this one. We started from 0x. And then after fetch, the PC is 0x 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4. Therefore, when you do this PC plus 4, when you assign the new PC based on the PC plus something else, you are taking this new address. Okay. So, means that this is one of the most difficult questions that you actually could get. It depends on which PC you are using now. One of these two. If you want to use this microprogramming to
implement your steps, then you need to pay attention to your program counter updates. Because when you want to calculate the address you need to jump to, your program counter was already updated in a fetch phase. You have to either change your immediate by subtracting it with 4 to get the address correctly, or you need to change the micro operations you are doing here. Okay? That means that if you want to do it right, it's better that you put a label, and this will be automatically translated in the compiler. Any question for this? So it means that when you try to decompose your operations into multiple steps, originally you have the impression that all the instructions are based on one step. But if you have multiple phases to execute to finish an instruction, when you decompose that, you need to find out which steps are correct. Jump is the last one. The jump instruction cannot be implemented in our diagram. Why not? I don't think I would like to talk about that here. As I said, this diagram is not supposed to be complete. It's just used as an example to give you some ideas how you can use the basic components to implement a processor. And some crazy students in the last years implemented a processor or an ALU operation and memories using Minecraft. Entire processor using MyTest, not Minecraft. Yeah? Of course, you can think how complicated it could be, but it's actually not that complicated if you think about it. You basically just need to have modularized designs for the multiplexer, the register, and ILUs, and then you can build something. But don't do it again. We will not be able to play this again with you. Also wenn wir eins daraus gelernt haben, kann ich sagen, das macht keinen Spaß und auch keinen Sinn, weil mein Test nur den sehbaren Bereich aktualisiert teilweise und dann funktioniert das ganze Timing nicht und die Clocks gehen nicht durch und so. Also macht's nicht. Yeah. Okay. But if you are interested in implementing something from scratch and you are a fan of doing this with VHDL or some thing, you will do that. You will get some basic components in the lecture hardware particle, and then you are supposed to implement some basic processor functions in hardware particle, but we will not go further from here in this lecture. Okay, good. So wenn Sie andere Befehle, zum Beispiel Load Upper Immediate und Jump and Link Befehle implementieren möchten, dann brauchen Sie auch andere Multiplexer und wir bauen auch mehrere Dinge dort zu bei. Ich habe das Steuerwerk ignoriert. Was bedeutet dieses Steuerwerk? Das Steuerwerk gucken wir genau, welches Control-Signal wir im Datawerk anliefern sollten. Aber wir brauchen dort auch ein bisschen programmieren. So, was gucken wir jetzt? Wir haben ein Steuerwerk, dann haben wir verschiedene Dinge in unser Datapath anzuliefern. Dann müssen wir die Information in unser Register am Steuerwerk codieren. Das bedeutet, wenn wir dort gucken, es gibt auch ein Automatat von unserem Steuerwerk, machen wir immer dort in unser Mikroprogramm speichern, welche Dinge wir am Datapath anliefern sollten und welche Dinge
wird Font-Befehle von Opcode 7-Bit dort bekommen haben. Dann können wir die Dinge schon implementieren. So, was schreiben wir im Mikroprogrammspeicher? Das ist einfach die Information, die wir am Datawerk anliefern mussten. Und dann es gibt verschiedene Dinge, die wir schon dort früher gesehen haben. Natürlich, Sie sollten nicht diese Tabelle sich erinnern. Okay? You should not try to memorize this table. We will not test you this table. If we want to test you, we will test you to field, to analyze the entries you need to put there. But it could be different operations. You will get the storage and database, and we'll ask you for which micro-operations you are supposed to deliver the signals. I think we also have an exercise for that. Oh, have we deleted that? We don't have time. We are so behind the schedule. Sorry for that. Okay, gut. So, das ist noch einmal gucken. Mikroprogrammierung. Wir bekommen einen Befehl, dann machen wir zuerst Fetch, dann Decode, dann erkennen wir, welcher Befehl er ist, dann machen wir weiter und weiter. Und natürlich, es gibt ein Vorteil, wenn wir so machen. Das ist, wir bekommen einfache Strukturenrealisierung, kann man auch mit komplexen Sätzen zu realisieren. Wenn wir zusätzlich Befehle implementieren möchten, dann braucht man auch nur leichte Änderungen. Und natürlich solche einfache Realisierung ist normalerweise zu langsam. Wenn wir ein Befehl ausführen möchten, dann brauchen wir mindestens 4 Zyklen. 4. Wirklich zuerst Fetch, dann Decode, dann andere Stufen. Es gibt auch die 2 Stufen, Fetch und Decode, die wird fast gar nichts machen. Wir haben nur die Information zum Erkennen. Also wir versuchen das Konzept Mikroprogrammieren diese Multifacetten zu benutzen, aber nicht mit dieser einstufig Mikroprogrammieren zu benutzen. Okay. Wir benutzen das Konzept, dass es 4 oder mehrere Stufen gibt, aber wir sollten so langsam dort ausführen. Ja. Wenn wir dort gucken, dann können wir vielleicht dieses Konzept Fließbandverarbeitung oder Pipeline Processing auf Englisch zu benutzen. Was bedeutet es? Wir können zuerst den ersten Befehl laden, in den ersten Zyklus. In den zweiten Zyklus können wir den ersten Befehl dekodieren und gleichzeitig laden wir schon den zweiten Befehl. Wieso? Dann in den dritten Zyklus können wir den ersten Befehl ausführen, dekodieren wir den zweiten Befehl, dann laden wir den dritten Befehl. Und dann können wir weitermachen und wir können dann vielleicht in jedem Zyklus Durchschnitt einen Befehl genau ausführen. Okay? Dieses Konzept wird Christian am Mittwoch weiter erklären.
Gibt es Fragen von heute? Wenn nein, bis Mittwoch.